So, willkommen zu meinem dritten Video. Heute geht es ans Eingemachte. Ich werde also Loslassen habe ich heute als Thema, werde aber nochmal weiß ich gar nicht, den Prozess beschreiben, der letztlich zu dem geführt hat, was ich jetzt mache, damit das ein bisschen nachvollziehbar ist. Und ja, ich werde aber auch auf das Loslassen eingehen, wie das funktioniert. Und ja, gelernt habe ich das Loslassen, habe ich ja schon erwähnt bei der Sedona-Methode, die von Hill Dworskin gelehrt wird. Und ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestoßen bin. Kann wieder sein, dass es einer meiner Brüder gewesen ist, ich glaube, es war mein jüngerer Bruder. Ähm, ja, ich habe jetzt live nie den Hale Dworskin kennengelernt, sondern das lief alles digital. Da gibt es also jede Menge Aufzeichnungen von seinen Seminaren. Die haben wir dann auch gekauft und die habe ich mir eigentlich alle angesehen, angehört. Habe das auch eine Zeit lang gemacht. Irgendwann ist das dann wieder so ein bisschen aus meinem Leben verschwunden. Und ja, interessanterweise ist es dann wieder aufgetaucht, anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, worum geht's da? Es geht ums Loslassen. Und der Herr Dorskin, jetzt habe ich hier blöderweise nichts, der demonstriert es eigentlich in seinen Seminaren ganz einfach, weil alle denken immer, das ist so wahnsinnig kompliziert. Wie geht das? Und der nimmt eigentlich immer, ich glaube, so einen Schlüsselbund, den nimmt er in die Hand und dann lässt er los. Und das ist alles. Und der Verstand sagt natürlich, das geht doch gar nicht. So schnell kann das nicht gehen. Da brauchst du Monate, Jahre, da brauchst du eine Therapie. Aber es ist wirklich so einfach, denn letztendlich, ja, wir können nicht in der Vergangenheit leben, die liegt hinter uns. Die Zukunft ist noch nicht eingetreten und der einzige Moment, in dem wir leben können, ist, das klingt ja schon fast ein bisschen abgedroschen, aber das Hier und Jetzt. Und letztendlich geht es eigentlich einfach darum, dass man in diesem Augenblick eine Entscheidung trifft. Und das ist ja im Grunde eine Sache des Willens und die Willensentscheidung lautet dann einfach: Ich lasse das los. Und das funktioniert auch. Je mehr man allerdings im Verstand verhaftet ist, desto schwieriger wird das, weil der natürlich sagt: „Ja, aber“, ne? Und dann geht die Litanei los und dann wird das in Beziehung gesetzt und eingeordnet und bla bla blubber blubber. Ja, je weniger man im Kopf ist, desto besser und einfacher funktioniert das. Und das habe ich jetzt, ja, wie gesagt, das ist einfach wieder aufgetaucht. Ich mache das aber etwas radikaler. Der Herr Dworskin, der ja, startet im Grunde mit seinen Seminarteilnehmern mehr so auf der Verstandesebene, weil die haben ja immer irgendein Problem. Und letztendlich besucht man ja auch kein Seminar, wenn man sagt, ich bin wunschlos glücklich, mein Leben ist voller Harmonie. Und letztendlich ist es ja auch der Grund, weshalb ihr wahrscheinlich so ein Video anschaut, weil ihr einfach zu der Erkenntnis gekommen seid, da muss sich in meinem Leben was ändern. Und ja, dann muss sich halt was ändern oder man begibt sich auf die Suche nach ja, letztendlich einem Lehrer, irgendeinem, der einen anleitet. Und der Herr Dworskin, der hatte eigentlich auch einen ganz schönen Satz immer, wo er gesagt hat, woran erkennt man einen spirituellen Lehrer? Welche Qualitäten sollte der haben? Und wenn ich mich richtig erinnere, ist die erste Qualität, dass er eben sich nicht über einen stellt, also dass er nicht auf dem Thron sitzt und auf die anderen herabguckt oder dass er irgendwas zurückhält, ne, um besonders zu sein oder sich besonders wichtig nimmt. Ähm, die zweite oder was mir fast am wichtigsten ist, dass er authentisch ist. Und authentisch heißt für mich, dass er seine eigenen Erfahrungen teilt und nicht Hörensagen. Also man kann natürlich Dutzende Bücher lesen und sich dann hinsetzen und behaupten, ja, das ist es und erzählt es einfach, aber man spürt es nicht. Und letztendlich denke ich, über kurz oder lang spürt es auch
diejenigen, die einem zuhören, ob das eben jetzt 'n Verstandeskonstrukt ist oder ob das die Wahrheit und Wirklichkeit von demjenigen ist, der einem das erzählt. Und die dritte Eigenschaft ist, ja, ob man die Liebe und das Mitgefühl in ihm spüren kann. Und, ja, letztendlich ist es auch die Messlatte an mich. Äh, ne, wenn ihr nicht den Eindruck habt, ich bin authentisch, würde ich euch dringend empfehlen, zieht weiter. Wenn ihr den Eindruck habt, ich, ja, bin wichtiger als ihr oder ich nehme mich wichtiger, dann würde ich auch sagen, bin ich nicht der Richtige für euch. Und wenn ihr nicht meine Liebe spürt oder die Liebe, die ich in mir trage, dann würde ich auch sagen, müsst ihr weiterziehen und eure Suche nach einem spirituellen Lehrer fortsetzen. Und den finden, mit dem ihr in Resonanz tretet. Und wie gesagt, in meinem Leben habe ich eigentlich nur dreimal so einen Schwenk gemacht. Einmal von der traditionellen Vipassana-Meditation zum Qigong, die hatte auch so einen buddhistischen Hintergrund. Dann habe ich eigentlich gleichzeitig die Sedona-Methode äh, praktiziert und kennengelernt. Und ja, mein letzter und finaler Wechsel, der war dann zur Non-Duality und zu meinem Lehrer Ed Muzika in Amerika. Den könnt ihr auch mal recherchieren. Wenn ihr so die Aufzeichnungen bis 2020 anschaut, dann werdet ihr mich auch sehen in einem etwas jüngeren, eine etwas jüngere Version, vielleicht ein paar weniger Falten, wie auch immer. Ich glaube aber kürzere Haare. Äh, ja, schaut euch das einfach an. Der hat die ganzen Satsangs ähm, aufgenommen, diese Zoom-Calls, und hat es auf YouTube eingestellt. Ich glaube, er macht ab und zu noch mal welche. Wie gesagt, ich habe jetzt seit 4 oder 5 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Und ja, irgendwann bin ich einfach weitergezogen. Der eigentliche Anlass war ja, dass der Hale Dworskin immer über den Robert Adams geredet hat, nachher auch über Nisargadatta und den, wie heißt das, Sri Maharaj, Ramana Maharashi, genau, ich habe gerade aufs Buch geguckt. Und das war auch so eine Sache. Ich habe natürlich dann den Robert Adams recherchiert und habe mir die, da gibt es auch ein paar Audiotapes, die sind allerdings etwas älter, und mit dem habe ich zum Beispiel überhaupt nicht resoniert. Ich habe mir das angehört und ja, da bin ich dann weitergezogen auf der Suche und habe halt den Muzika gefunden. Mit dem habe ich dann resoniert oder der hat mich angezogen und dann habe ich eben da ja meine einfachen Kenntnisse der Non-Duality erworben. Wie gesagt, ich habe die ganzen Bücher nie gelesen. Ich habe nie recherchiert. Das interessiert mich alles nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Erfahrung. Genau, und wie letztendlich jetzt der Prozess zustande gekommen ist, das ist so ein bisschen mein heutiges Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich es in den vorherigen Videos schon erzählt habe. Das Gute ist, ich vergesse es einfach. Also ich habe zwar einen Verstand, der sehr hochgezüchtet ist und der sehr gut im Alltag funktioniert und in der Technik. Ich bin eigentlich auch sehr strukturiert und organisiert in meinem Alltag. Aber mein spiritueller Verstand, der ist träge und zum Glück ist der träge und das meiste vergesse ich. Ich hatte also auch in meinen Jahren oft so, ich sag mal, diese kostbaren Einsichten, wo ich glaubte, jetzt hätte ich was ganz Tolles da irgendwie entdeckt und ja, das war so toll, dass ich es mittlerweile vergessen habe. Also das ist auch so eine Sache, dass man eben dann nicht glaubt, an irgendwas festzuhalten und das immer so von rechts nach links anzugucken wie so ein Schatz. Nee, das habe ich alles wieder vergessen und losgelassen. Ja, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich eben vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren meine Kanäle nach außen gekappt habe und mich einfach in mich zurückgezogen habe mich jeden Abend hingesetzt, habe meditiert und habe letztendlich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich bin in die Stille gegangen, habe meinen Körper angeschaut und diejenigen unter euch, die meditieren, die wissen ja, wenn man eine Stunde sitzt, wenn man 2 Stunden sitzt, dann kommt irgendwann der Schmerz, dann tut einem der Hintern weh, der Rücken verspannt. Ähm, ne, in der Vipassana-Tradition, da gab es in diesen Meditationsretreats, gab es, ich glaube, 2 oder 3 Meditationen am Tag, die hießen Aditana, das heißt
starke Entschlossenheit. Und da war die Intention, dass man wirklich eine Stunde vollkommen unbeweglich sitzt. Und letztendlich sind diese Meditationen ja so eine Art Gleichmutstraining gewesen. Und da kann man den Gleichmut sehr gut trainieren, wenn einem das ein oder andere wehtut. Ne, die Beine tue ich sitze meistens im halben Lotus. Da kann ich mittlerweile problemlos längere Zeit sitzen, aber das führt natürlich zu Spannungen und dann tut einem der Knöchel weh, dann drückt es irgendwo drauf. Und die natürliche Reaktion ist natürlich zu reagieren, die Position zu ändern, dem Schmerz auszuweichen. Und das ist halt gerade bei der Aditana-Meditation der Sinn und Zweck, das nicht zu tun, sondern den Gleichmut zu trainieren. Und der Verstand, der eskaliert natürlich. So ein Scheiß, mir tut alles weh, ich möchte weg hier. Vielleicht sieht es keiner, wenn ich mich bewege. Lass mal die Augen aufmachen. Was machen die anderen? Scheiße, die sitzen da und bewegen sich nicht. Ja, das ist letztendlich das Prinzip, dass man, und das habe ich da natürlich auch mitgenommen, äh, die Fähigkeit, längere Zeit fokussiert zu sitzen, ähm, wobei in den Jahren danach natürlich auch mein Verstand beim Meditieren rumtobt und versucht, mich abzulenken. Und ja, mit dem habe ich im Grunde mein Leben lang, das ist mein Lieblingssparringpartner, diese ja, Auseinandersetzung kann man nicht sagen, aber der versuchte natürlich immer diesen Gleichmut oder die Ruhe und die Stille zu verhindern. Und ja, diese Schmerzen, die kamen natürlich auch, als ich gesessen habe. Und die kannte ich ja und die habe ich dann ignoriert. Oder ich bin jetzt nicht mehr so streng mit mir, dass ich sage, ich muss eine Stunde unbeweglich sitzen. Ab und zu lege ich mich auch mal hin. Spielt keine Rolle oder für mich mittlerweile nicht. Da gibt es nichts mehr, was ich mir beweisen muss oder wie auch immer. Also saß ich einfach da, habe meinen Körper beobachtet, habe mir die Körperempfindung angeguckt und wenn so die üblichen Sitzschmerzen kamen, habe ich die halt angeschaut und habe die gespürt. Habe letztendlich auch nicht darauf reagiert, sondern habe es einfach betrachtet, ne, was passiert da. Das ist ja, ne, so spontan sagt man, das tut mir weh, aber es ist nicht das. Es ist auch nicht der Schmerz, sondern es sind im Grunde ständige Veränderungen, Anschwellen, eine Vibration, ein Pulsieren. Der geht ein bisschen nach innen, nach außen, der verändert sich. Und das habe ich mir einfach angeschaut. Wie gesagt, ich habe keinerlei Kontrolle ausgeübt. Ich habe einfach alles passieren lassen und irgendwann merkte ich, dass da ja andere Körperempfindungen auftauchten, auch in Regionen, die ich so bisher nicht auf dem Schirm hatte. Und das war dann so der Brustbereich oder der Bauchbereich. Ja, okay, da habe ich gedacht, was soll's, wenn jetzt da Schmerzen auftreten, dann guckst du die halt an und ja, guckst, was da passiert, schaust dir das an. Und ja, das habe ich Wochen und Monate lang gemacht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, da war ich leicht irritiert, dass da ja, wie so ein Druck entstanden ist von innen nach außen. Und ich hatte den Eindruck, als ob da was raus wollte. Also habe ich gesagt, okay, wenn das raus will, dann lasse ich es raus. Und das war im Grunde der Augenblick, wo ich dann wieder an dieses Loslassen erinnert wurde. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass es dann los. Und erstaunlicherweise hat es funktioniert. Ich gucke mir den Schmerz an, die Empfindung. Und ja, am Anfang waren es dann leider meistens Schmerzen und, oder unangenehme Empfindungen. Und die Standardstrategie ist ja immer zu sagen, oh, nee, das möchte ich jetzt nicht. Schöne Gefühle, Bliss, Glück, Happiness, das nehme ich natürlich mit und das möchte ich immer wieder haben. Ja, aber wenn es weh tut, nee, das brauche ich nicht. Und das ist ja so ein bisschen die Standardeinstellung, die man hat. Ne? Ich habe manchmal den Eindruck, die wenigsten haben doch wirklich Kontakt mit ihrem Körper, die wenigsten fühlen noch. Und letztendlich kann ich alles das, was ich hier erzählen werde, auf dieses eine Wort reduzieren, fühlen. Wer wirklich fühlt und den Prozess einfach ablaufen lässt, ja, der macht letztendlich das, was ich gemacht habe. Ich habe also diese Körperempfindungen einfach zugelassen, wahrgenommen und dann habe ich sie losgelassen. Und das war so ein Gefühl, als ob das aus mir rausströmt. Und auch das habe ich wieder wochenlang gemacht und ja, habe mir nichts bei gedacht, sondern bin da mitgegangen, habe das genommen, was gekommen ist und ja, irgendwann stellte ich dann fest, dass ich mich ja leichter gefühlt habe. Da dachte ich, okay, dann ist auch okay, dann wirst du halt leichter.
und, habe das einfach laufen lassen. Und, wie gesagt, keinerlei Kontrolle, vollkommene Hingabe, keine Intention. Jeden Abend einfach meditiert und habe geschaut, was passiert. Ja, und eines Abends, da, saß ich dann wieder und dann meine linke Ferse, die macht mir ab und zu im Alltag so ein bisschen Probleme, zickt ein bisschen rum, tut mal weh, 'n kleines bisschen, aber nichts Dramatisches. Und da habe ich auf einmal 'n echten starken Schmerz gekriegt beim Meditieren und dachte: „Okay, tut ja weh“, guckst du hin, äh, und habe den Schmerz einfach betrachtet und dann ist was Seltsames passiert. Das war auf einmal nicht mehr mein Schmerz. Ich habe das Gleiche gefühlt, aber ich habe keine Beziehung mehr dazu gehabt. Das war nicht mehr mein Schmerz. Ich konnte ihn einfach irgendwie unbeteiligt angucken und das war eigentlich der Moment, wo diese Erinnerung an die Non-Duality wieder kam. Die hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich so gesehen auch nicht praktiziert oder ich habe nichts gesucht oder wollte nirgendwo hin. Und, ja, und dann dachte ich: „Ups, was ist das denn jetzt? Das ist doch die“, ne, dann kam die Erinnerung, ne, in der Non-Duality, ist ja immer vom Beobachter die Rede, von dem Unbeteiligten, von dem Observer. Und dachte ich: „Ja, ups, okay.“ Das Phänomen ist dann nicht mehr aufgetreten, hat mich auch nicht interessiert, habe einfach weitergemacht. Und, ja, das ist das Loslassen. Aber ich habe 'n etwas radikaleren Ansatz als der Hale Dworskin, weil der fängt ja bei einem Problem an. Also, die Leute sind unglücklich, finden keinen Partner, haben finanzielle Probleme, finden nicht, was weiß ich, ihr Traumhaus oder dann hat er Kurse gemacht, Financial Liberation, Living Love mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Den Goals-Prozess gibt es, glaube ich, auch. Ähm, aber ich gehe eigentlich noch einen Schritt zurück, weil wenn ich von einem Problem aus starte, dann bin ich ja an einem Punkt und will woanders hin. Und das ist ja genau die Dualität. Aber ich habe jetzt nicht bei einem Problem angefangen, sondern bei der Körperempfindung. Und das ist ja eine Stelle, da muss ich nirgendwo hin. Und ich wollte ja noch nicht mal den Schmerz weghaben, ne? Also, sondern ich habe einfach gesagt: „Okay, letztendlich umarme ich den Schmerz, ich heiße ihn willkommen, ich erlaube mir, ihn zu fühlen.“ Und ich hatte irgendwann den Eindruck, dass das alles ist, was notwendig ist. Diese Empfindung, die will einfach gespürt werden, die will gefühlt werden. Und das habe ich gemacht und dann habe ich sie einfach losgelassen. Und es war ein Prozess, der ist manchmal schneller abgelaufen, manchmal langsamer abgelaufen. Also, manchmal ist es auch von 10 Minuten, manchmal von 'ner halben Stunde und wenn ich ein dickes Brett gebohrt habe, dann kann es auch schon mal länger dauern. Also, ich erinnere mich jetzt, nein, das ist da, wie gesagt, da ist jeden Abend ist irgendwas Neues aufgestiegen oder mehrere Sachen und jeder Abend war anders. Ich habe aber nie Einfluss genommen und ja, eines Abends, da hatte ich so das Gefühl, dass ich die Liebe spüre oder die Liebe zu mir kam oder kommen wollte, aber ich konnte sie nicht wirklich spüren. Ich habe sie so ein bisschen gespürt, aber da war irgendwas und dann, ja, dann kam die Erkenntnis in mein Bewusstsein, dass ich ja wie so ein Schutzschild hatte. Und dieses Schutzschild, das habe ich mir wohl im Laufe meines Lebens angeeignet, ja, um mich zu schützen. Oder das Schutzschild hat mir das versprochen. Ich schütze dich vor den unliebsamen Gefühlen. Jetzt Jahre später hat sich herausgestellt, dass in meiner Ursprungsfamilie auch ein großes Drama oder Trauma stattgefunden hat, wo aber nie drüber geredet wurde. Und aber wie das so ist, das System weiß das. Und meine Körper oder meine Seele, die wussten das auch. Die kamen aber nicht damit klar. Es wurde ja nicht aufgelöst, es wurde ja noch nicht mal thematisiert. Dann hatte ich persönlich auch ein paar Erfahrungen, die nicht so angenehm waren. Ja, und dann scheine ich, das war ja keine bewusste Handlung, dann scheine ich dieses Schutzschild aufgebaut zu haben. Das ist ja auf der einen Seite eine ganz nette Sache, weil der Schmerz dann nicht mehr so schmerzhaft ist. Aber das Problem ist, das ist, äh, das ist kein steuerbarer Filter, sondern der filtert alles.
Das heißt, der hat mich in gewisser Weise auch von der Liebe abgeschnitten. Die konnte ich dann auch nicht mehr so spüren. Und das ist mir in dieser ja, Meditation klar geworden, äh, dass da was fundamental schiefgelaufen ist. Und dann habe ich dieses Schutzschild halt, ja, wollte ich das loslassen. Und das ging über 1,5 Stunden und letztendlich, ja, hat es nicht funktioniert. Ich bin da nicht weitergekommen. Ich dachte, okay, komme ich auch nicht weiter. Habe mich am nächsten Tag wieder hingesetzt. Und das war jetzt mal so eine Gelegenheit, wo ich halt eine Absicht hatte. Ich habe mir also mein Schutzschild wieder angeschaut, habe es gespürt, habe es versucht loszulassen. Das wurde schon ein bisschen leichter, aber richtig, richtig los bin ich nicht geworden. Und jetzt kommt die magische 3. Am dritten Tag habe ich mich wieder hingesetzt, habe es wieder gespürt und da kam Bewegung in die ganze Situation und ich spürte, dass es sich so langsam löst. Und da kam ein sehr interessanter Zeitpunkt, nämlich dann kam die Panik. Ich wollte mich ja dessen entledigen, was mich immer vor den Gefühlen geschützt hat. Und dann sagte das Schutzschild quasi, bist du wahnsinnig? Du willst mich jetzt ablegen? Ich habe dich dein Leben lang beschützt. Das ist doch die Vollkatastrophe. Und da habe ich gesagt, ist mir egal. Ich fühle, was ich fühle. Und da konnte ich es loslassen. Und das war halt jetzt mal ein Prozess, der etwas länger gedauert hat. Jetzt habe ich aber ein bisschen vorgegriffen, denn als ich damit angefangen habe, die Sachen loszulassen, da ist mit diesen Gefühlen, die da auftauchten, irgendwann sind auch Bilder gekommen, die mich ein bisschen irritiert haben. Aber wie üblich habe ich gesagt, okay, was kommt, das kommt. Und ich konnte mit diesen Bildern aber nichts anfangen. Also ich habe da überhaupt keinen Bezug gehabt. Ich habe jetzt auch nicht versucht, einen Bezug herzustellen oder das zu analysieren, aber ich war eigentlich, ja, war irgendwie irritiert. Was ist das für ein Kram, der mir da um die Ohren fliegt? Ja, und irgendwann kam die Frage in mein Bewusstsein, ich weiß nicht woher, ist das denn überhaupt dein eigener Kram, der da aufsteigt? Und die Antwort war nein, das war nicht mein eigener Kram. Und da dachte ich, okay. Okay. Ich habe es aber auch wieder nicht in Frage gestellt. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen, habe gesagt, okay, weil keine Ahnung, ist das jetzt, sind das meine Ahnen, sind es meine vorherigen Leben oder, aber letztendlich war es mir auch wieder egal. Hat ja auch keine Rolle gespielt. Der Schmerz war da, der war für mich real und ich habe ihn losgelassen. Und irgendwann im Laufe der Zeit ähm, wurde es dann schon persönlicher. Da habe ich gespürt, dass das mein eigener Kram ist, der mir da jetzt um die Ohren fliegt. Und den habe ich natürlich auch losgelassen. Und ja, das war einfach ein Prozess, der mich immer freier und immer leichter gemacht hat. Und das habe ich einfach Wochen und Monate gemacht. Manchmal kamen noch so, ja, Sachen hoch, die nicht mein eigenes Ding waren. Ich erinnere mich auch nicht an viel, aber an eine Sache erinnere ich mich noch, da hatte ich wie so ein Druckgefühl in der Brust. Da dachte ich, okay, spürst du mal rein. Und dann kam eine Todesangst hoch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich habe ja glücklicherweise noch nie die Erfahrung gemacht, dass mein Leben bedroht wird, aber das war so eine fundamentale Urangst. Das war eine ziemlich heftige Erfahrung. Und das führte nachher auch dazu, dass ich ein Kloß im Hals hatte. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Kloß im Hals. Und da hatte ich wirklich das physische Empfinden, als ob ein Golfball hier in meinem Rachen steckt und ich den nicht loswerden kann. Und wie immer bin ich meiner Intuition gefolgt und habe das einfach wahrgenommen und habe das losgelassen. Und das Geniale war, der Schmerz war danach immer weg. Also das manifestierte sich in meinem Körper. Ich habe es gespürt, ich habe es losgelassen und dann war es weg. Und letztendlich war das vollkommen einfach. Ich habe gar nichts, das ist keine Arbeit, das ist einfach, ja, Hingabe. Ich weiß auch nicht, wie ich es benennen soll. Und ja, irgendwann
kam dann die Erkenntnis zu mir, dass das im Grunde mein Unterbewusstsein ist. Also die Schöpfung oder wer auch immer, die hat uns das Unterbewusstsein gegeben, aber auch ein Unterbewusstsein. Kann man sich natürlich fragen, wieso? Das ist jetzt der Verstand, der zu euch redet. Letztendlich kann ich es mir nur so erklären, wir waren früher Jäger und Sammler und wenn wir ein Trauma erlebt haben, dann konnten wir uns nicht hinsetzen tagelang und konnten trauern. Wir waren ja bedroht von allen Seiten, wir mussten Nahrung beschaffen, wir mussten funktionieren. Und deshalb hat man dann die Möglichkeit, letztendlich die ungesunde Möglichkeit, das einfach wegzudrücken. Und das habe ich natürlich mein Leben lang auch gemacht. Und das ist mir dann alles um die Ohren geflogen. Und das fliegt mir nach wie vor um die Ohren. Also es ist nicht so, dass ich mein Unterbewusstsein geleert habe, aber ich habe den Eindruck, es wird immer leerer. Es wird immer leichter. Und das ist ja eigentlich ein genialer Prozess. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, ihr habt kontrollierten Zugriff auf euer Unterbewusstsein. Je leerer, je stiller ihr werdet und je absichtsloser ihr werdet und wenn ihr die Kontrolle loslasst, beziehungsweise ich rede jetzt über mich, nicht über euch, das ist ja mein Prozess, und je mehr ich mich zurückgenommen habe, desto mehr hat diese Öffnung stattgefunden. Und ja, letztendlich ist es ja so, das Trauma kommt, das Gefühl kommt und das Gefühl will gefühlt werden. Das Gefühl möchte erlebt werden. Und das ist eigentlich alles. Und letztendlich ist ein Gefühl auch eine Energie. Und was möchte Energie? Energie möchte fließen. Also habe ich die Energie fließen lassen, einfach aus mir raus, ins Licht. Und es war total einfach. Keine Kontrolle, nichts. Einfach geschehen lassen. Und das habe ich Woche für Woche gemacht. Es war ein sehr spannender Prozess, weil ich sehr viel über mich gelernt habe, weil all der Kram hochkam, der letztendlich Thema in meinem Leben gewesen ist und den ich aber nicht wahrnehmen wollte. Ich wollte den Schmerz nicht fühlen. Ich wollte die Trauer nicht fühlen. Ich wollte die Einsamkeit nicht fühlen. Ich wollte auch die Wut nicht fühlen oder den Ärger. Ne? Das wollte ich nicht fühlen. Ich musste ja auch funktionieren. Das liegt auch daran, dass ich in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Familie leider auch schwere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber letztendlich bin ich dankbar dafür, weil dieser Tritt, dieser mächtige Tritt ins Rückgrat, der hat einfach dazu geführt, dass die Gefühle so übermächtig waren, dass ich die nicht mehr kontrollieren konnte. Die konnte ich nicht mehr in mein Unterbewusstsein, in meinem Unterbewusstsein begraben. Und zudem hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon diese Donau-Methode kennengelernt und dann habe ich die Gefühle losgelassen. Aber ich habe natürlich nur die Gefühle losgelassen, die in einer gewissen Weise von mir nicht mehr kontrollierbar waren. Und das ist natürlich nur die halbe Miete. Das ist nicht ehrlich. Und deshalb habe ich natürlich den Rest der Gefühle in mir begraben. Das hat dazu geführt, dass ich funktioniert habe. Ne? Im Alltag habe ich das Leben von mir und meiner Familie organisiert, hingekriegt. Aber es war letztendlich kein guter Weg, weil ich habe mich den Gefühlen nicht wirklich gestellt. Und ja, das mache ich jetzt. Aber da brauche ich keine Therapie, sondern das passiert einfach von allein. Und das ist genial. Und es ist unglaublich spannend. Okay, es ist manchmal auch sehr schmerzhaft, aber die gute Nachricht ist, der Schmerz vergeht. Und ich kann die Gefühle einfach loslassen. Und ja, erstaunlicherweise habe ich dann festgestellt, oder das ist einfach so wieder in meinem Bewusstsein erschienen, dass wenn ich diese Trauma oder diese Gefühle losgelassen habe, ist ja wieder interessant, das geht ja wieder um Fühlen, Gefühle.
da das stieg einfach mir auf, da habe ich gesagt: „Ich liebe dich." Zu dem, was ich losgelassen habe. Da habe ich gedacht: „Was ist denn jetzt los?" Da steigt irgend 'ne Scheiße hoch und du sagst: „Ich liebe dich?" Und wie gesagt, ich habe das alles nicht verstanden, ich konnte es nicht einordnen und die Erkenntnis, die kam erst Monate später. Und da ist mir dann klar geworden, natürlich liebe ich das, was ich in mir trage. Egal welchen Charakter es hat. Es ist ein Teil von mir. Und genau darum geht's. Es geht nicht darum, Sachen abzuspalten, sondern es geht darum, alles zu umarmen, alles anzunehmen. Und das ist halt auf diese Art und Weise in dem Schutzraum der Meditation, wenn ich von außen nicht getriggert werde, viel einfacher. Wobei, und das ist jetzt so ein Disclaimer, ich würde keinem das ans Herz legen, der psychische Probleme hat, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, weil ich nicht weiß, also bei mir war es so, es ist immer nur das hoch, das ist das aufgestiegen, was ich, das klingt jetzt so aktiv und technisch, aber womit ich umgehen konnte. Und das Umgehen bestand ja nur darin, es wahrzunehmen, aber das war nie eine Überwältigung. Das hat mich also nicht überrollt. Das war zwar sehr intensiv, es war sehr schmerzhaft, aber es hat mich nie überfordert. Und ich glaube, das ist letztendlich auch die Intelligenz des Körpers oder der Seele oder was auch immer, dass sie mir nur das anbietet, womit ich in dem Augenblick umgehen, klingt jetzt so aktiv. Es war ja nicht aktiv, es war einfach nur zulassen. Aber was ich in dem Augenblick zulassen konnte. Und ich kann halt nicht beurteilen, wenn jemand psychische Probleme hat, ob das dann, wenn man sich wirklich erlaubt, das zu spüren, letztendlich unbegleitet, weil keiner sitzt ja neben euch und betreut oder therapiert euch dann, sondern ihr lasst das hochsteigen. Und da kann ich nicht beurteilen, wenn man psychische Probleme hat, ob das dann nicht einfach eine Überwältigung ist, dass dann die Sache dermaßen durchknallt, dass ihr eben nicht mehr in der Lage seid, das zuzulassen, sondern dass es euch überfordert. Und deshalb würde ich das einfach nicht machen. Die Anapana-Meditation, sich einfach in die Stille hinzusetzen, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, das halte ich für relativ ungefährlich. Aber letztendlich, ich bin ja nicht verantwortlich für das, was ihr tut. Die Verantwortung tragt ihr selber. Müsst ihr einfach selber ein Gefühl dafür entwickeln, was euch jetzt überfordert oder nicht. Aber das ist es letztendlich. Also wie gesagt, ich kann es reduzieren auf ein Wort, fühlen. Ein bisschen komplizierter ist es natürlich schon. Also ne, ihr müsst aus dem Verstand raus. Also ihr müsst gar nichts, aber ich benutze die Sprache. Wenn der Verstand am Laufen ist, funktioniert das nicht. Ja, und der Verstand wird dir genau das Gegenteil tun, der wird euch versuchen, daran zu hindern. Um Gottes Willen, wenn ihr anfangt zu fühlen, dann verschwindet ich, sagt der Verstand. Das geht ja gar nicht. Ich bin der Chef. Ich manage euer Leben. Ich nenne euch eure Ziele. Ich sage euch, wo es lang geht. Und da könnt ihr doch nicht sagen, ey, jetzt gehst du mal auf die Reservebank und hältst die Klappe. Also der wird schon alle Register ziehen, um euch vom Pfade in euer Inneres abzuhalten. Interessanterweise ist es so, dass ich mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür habe, wenn der Kollege erscheint und versucht, mich zu triggern, mich einzulullen. Manchmal erwischt er mich natürlich auch, da bin ich ehrlich und dann ist es halt so und dann zucke ich mit den Schultern und sage, okay, hast du es mal wieder geschafft? Dann kriegt er von mir einen kleinen Klaps und dann sage ich, nice try, aber ich habe es mitgekriegt und meistens geht es aber sehr schnell. Ich merke ja selbst hier, wenn ich euch diese Geschichten erzähle, wenn mein Verstand anfängt zu galoppieren,
und ich eben nicht mehr bei mir und meinen Erfahrungen bin, sondern wenn der euch irgendwelche Geschichten erzählen will. Und das passiert mir natürlich auch. Manchmal habe ich wie so Einspieler gehabt, da sind irgendwelche Geschichten erschienen und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Aber das ist halt der wertvolle Augenblick, dieses, und darum geht es ja in der Meditation, in dem Schutzraum auch, dass ihr lernt, eine Antenne, ein Gespür zu entwickeln, wenn der Verstand euch wieder am Wickel hat. Und das ist auch wieder eine Willensentscheidung. Ihr müsst einfach sagen, nein, nein, du kriegst mich jetzt nicht. Ich gehe nicht mit. Du hast es versucht, ich habe es mitgekriegt und das war's. Und wie gesagt, das geniale Werkzeug, das geniale Geschenk, was uns die Schöpfung gegeben hat, ist der Körper mit seiner Verbindung zur Seele und letztendlich auch mit seiner Verbindung zum Unterbewusstsein. Und der Körper ist so gnadenlos und wird das manifestieren in Form von Schmerzen, Unwohlsein, wenn es ganz doof läuft, Krankheit, weil dann habt ihr ihm einfach nicht zugehört. Und in meinem Leben ist mir das auch passiert, denn ich erzähle jetzt nicht was, weil es einfach zu persönlich ist, aber ich habe in meiner Familie auch ein großes Trauma erlebt und ich habe einfach immer, was ich ja schon erzählt habe, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe meine Schutzmauer war hochgefahren. Ich habe okay, die Gefühle zugelassen, die ich nicht einfach wegstopfen konnte, weil es so intensiv war und habe einfach immer weitergemacht. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass eine Kollegin mich angesprochen hat und hat gesagt, wie geht's dir eigentlich? Die wusste halt um die Geschichte. Wie geht's dir eigentlich? Wie kommst du klar? Und ich dachte, ja, das war alles okay. Und 2 Tage später hatte ich einen Zusammenbruch. Da ging gar nichts mehr. Da hat mein Körper mir einfach den Stecker gezogen. Da kam ich dann nicht mal mehr die Treppe hoch. Und das ist genau diese geniale Fähigkeit, die unser Körper hat. Wenn wir nicht hingucken, dann sorgt unser Körper durch immer intensivere Signale, dass er einfach möchte, dass wir uns das angucken. Er möchte einfach, dass wir das spüren und nicht, dass wir es wegdrücken. Das ist meine Erfahrung. Ne? Letztendlich alles, was ich hier erzähle, ist meine Erfahrung. Das ist meine Wahrheit. Das ist ja die Wirklichkeit und Wahrheit, die ich erfahren habe. Und ich habe überhaupt keinen Anspruch auf irgendwas Absolutes. Ich möchte keinen von irgendwas zu überzeugen. Ich möchte nicht recht haben. Das ist alles Bullshit. Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Das ist alles nur wieder der Verstand, der da versucht, irgendwelche Kapriolen zu bringen. Aber genau diesen Input, den habe ich anscheinend gebraucht. Weil der führte dann dazu, dass ich halt nicht mehr so ohne weiteres einfach weitermachen konnte. Weil nach dem Zusammenbruch hat es bei mir schon 1, 2 Jahre gedauert, bis ich wieder auf den Beinen war. Also es war schon, ja, man könnte es ja etwas wohlwollend umschreiben, eine sehr intensive Erfahrung. Aber ich bin nachher, wie gesagt, ich bin nachher noch nicht mehr die Treppe hochgekommen. Mein Körper hat einfach gestreikt. Und trotzdem musste ich in gewisser Weise selbst in dem Zustand noch für meine Familie funktionieren. Das habe ich auch getan, das habe ich auch irgendwie hingekriegt. Aber ja, danach war einfach, wie soll ich sagen, ich, ich habe mich natürlich verändert. Und letztendlich, wie gesagt, habe ich diese harten Schläge gebraucht, weil sonst hätte ich ja einfach weitergemacht. Ne? Ich habe ja selber, ich nenne den immer so ein bisschen den Relativierer, das ist so eine Standardstrategie meines Verstandes, der sagt, ach ja, nee, komm, ist ja alles gut. Da kriegst du alles hin und ist ja gar nicht so schlimm. Aber letztendlich war das eine Realität, also Realität klingt jetzt so, aber es war ja eine Verweigerung der Annahme von dem, was tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist mir dann um die Ohren geflogen. Und das, was ich jetzt mache, das Loslassen, das ist letztendlich wie so ein Reinigungsprozess. Ne, in dem zweiten Video habe ich das ja versucht zu visualisieren. In dem ersten Teil meines Lebens habe ich natürlich nach wie vor den göttlichen Funken mit meinem Ego immer mehr begraben.
habe mein Unterbewusstsein vollgestopft. Ich sage jetzt nicht mit Müll, weil es ist kein Müll. Es sind Gefühle, die gehören einfach zu mir. Die sind aufgrund meiner Geschichte, auf dem, was mir vom Außen auf die Schultern geladen wurde. Und anscheinend habe ich immer gesagt: „Ja, komm mal, ich habe breite Schultern, mach noch was drauf, mach noch was drauf, mach ne, passt schon, krieg schon hin.“ Ja, das, wollte einfach nur gefühlt werden. Und das ist jetzt mein, ja, Herangehensweise oder wie auch immer. Das ist das, was ich euch nahebringen will. Und das ist halt doch was anderes als mit der Vipassana-Meditation. Da ging es ja nur um Gleichmut. Und den trainiert ihr beim Meditieren, indem ihr eure Körperempfindungen einfach nur gleichmütig wahrnimmt. Da ist aber das Loslassen nicht dabei. Beim Loslassen wiederum, da seid ihr ja nicht wirklich bei euch, sondern ihr kommt vom Problem, ihr kommt aus der Dualität. Und letztendlich, was ja einfach stattfinden muss, ist das. Das ist die Dualität und das ist die Eins. Und ich habe den Eindruck oder das Gefühl, wenn ich meinen Körper fühle, dann ist das nur eins. Und was ich halt nie gemacht habe, ich habe es nie analysiert. Ich habe nie versucht, es zu verstehen. Also wenn jetzt irgendwas hochgekommen ist, dann habe ich nicht versucht, irgendwelche Bezüge herzustellen oder ich habe mich auch nicht gefragt, wo die Todesangst herkam. Mache ich immer noch nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich habe sie losgelassen. Ähm, oder selbst wenn meine eigenen Sachen hochgekommen sind, habe ich da nicht versucht, irgendwas zu analysieren oder einzuordnen. Oder der Verstand sagt natürlich, oh geil, in welche Schublade passt das denn jetzt? Welche Zusammenhänge sind da? Was gibt es da zu verstehen? Wie kann ich das einordnen und so weiter? Nee, habe ich nie gemacht, hat mich nie interessiert. Hat mich ja noch nicht mal interessiert, wenn es um die Theorie von dem ging, was ich spirituell gemacht habe. Und wie gesagt, ich war immer einer, der sich die Bücher gekauft hat, hat 2 Seiten gelesen und dann hat er gesagt, jo, äh, stelle ich mal ins Bücherregal. Da bin ich ja auch ziemlich stoisch gewesen, weil das habe ich ja nicht nur einmal gemacht. Das habe ich ja, keine Ahnung, ich müsste nur meine Bücher zählen. So viel sind es auch nicht. Aber ich habe das vielleicht, was weiß ich, 10 oder 11 Bücher habe ich im Laufe der Jahre gekauft. Und ich glaube, den Yogananda, den habe ich mal vor 30 Jahren durchgelesen. Krishnamurti, weiß ich nicht, habe ich 2, 3 Bücher, weiß nicht mehr, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich die durchgelesen habe. Ähm, Das hat mich alles nicht interessiert. Und deshalb nenne ich es ja auch Easy Non-Duality, weil hier muss man kein Schriftenstudium machen oder äh, keine Ahnung, was verstehen. Letztendlich ist es so, das wird mir jetzt, das finde ich genial, das wird mir jetzt immer klarer, das, was meine Lehrer mir gelehrt haben, das habe ich nie verstanden. Ich weiß noch, wie der Johnny Lin damals so eine Serie angeboten hat über die Heart Sutra. Das habe ich mir angehört. Ich habe nichts verstanden. Ne? Und der Herr Dworskin, der hat zum Beispiel immer diesen netten Spruch gesagt, den fand ich ganz gut, der hat sich gut angefühlt, aber verstanden habe ich ihn nicht. Der sagte, there is no you, there is no me, there's only one. Und jetzt kann ich das fühlen. Aber ich verstehe es nicht, ich fühle es, ich habe es erfahren. Das heißt, wenn ich jetzt mein Bewusstsein auf das Bewusstsein von jemand anders richte, und dann kann ich das andere Bewusstsein fühlen, aber das kann ich nur ganz kurz fühlen, weil dann passiert das. There is no you, there is no me, there's only one. Das heißt, ich kann das einen Augenblick wahrnehmen und dann verschmilzt es. Dann kann ich das nicht mehr voneinander trennen. Und dann existiert weder mein Bewusstsein noch das andere Bewusstsein. Und das ist so ein bisschen wie das Gefühl, als ich
Ich kontrolliere mich jetzt nicht, als ich mein Selbst war. Und als ich dann die Öffnung hatte zu der Oneness, da hatte ich den Gedanken, ich schaue mich selbst an. Das waren nicht zwei. Das war der kurze Augenblick, als diese Öffnung stattfand. Da war mein Bewusstsein doch getrennt von dem allumfassenden Bewusstsein. Und dann wupp, war es weg. Und es war noch die Eins. Es war nur noch dieser unendliche Raum. Und Buddha hat ja, glaube ich, in der Heart Sutra gesagt, there's form and no form. Ich sage es jetzt auf Englisch, weil die ganzen Jahre war ich in Englisch unterwegs. Äh, ja, was ist das denn? Form und No Form. Da sagt der Verstand, was ist das denn jetzt? Da ist Form und keine Form. Genau das ist es. Der Verstand, der kann das nicht fassen. Das kann man nur erfahren. Und letztendlich, wenn ich mein Selbst oder wenn das Selbst ist, das Einzige, was noch da ist, ist das Fühlen. Ich fühle das. Das Ich ist ja nicht mehr da. Also da ist keine Person, die was fühlt. Es ist nur noch Fühlen da. Das ist Being, to be, nur noch Being, nur noch Sein. Und beim Sein gibt es dann nichts mehr. Aber es gibt alles. Es ist nichts da und es ist alles da. Und das kann man natürlich nicht, das funktioniert für den Verstand nicht. Und das ist ja das Geniale. Da ist er nämlich draußen. Und das findet er gar nicht gut. Ne? Und deshalb, und das ist mir auch passiert in den letzten Monaten, da hat er mich dann bei einer Gelegenheit doch hinterlistig erwischt und ich habe mich mehrere Tage gedanklich im Kreis gedreht. Da hat er genau das gemacht, was er immer macht. Er hat Szenarien in der Zukunft entwickelt, die eintreten könnten und was ich da für Probleme hatte. Und dann kam die Angst hoch. Und dann kam irgendwann der Augenblick, wo ich das mitgekriegt habe. Das hat zwar diesmal länger gedauert, er hat also gute Arbeit geleistet, aber in dem Augenblick, wo, dieser, wo diese winzige Distanz entsteht, wo man dieses kleine Stück zurücktritt und so ein bisschen von außen guckt, dann ist die Kuh vom Eis. Dann ist das Problem nicht mehr existent. Und was ich natürlich direkt gemacht habe, ich habe die ganze Kiste losgelassen. Ne, da wollte ich was haben und mein Verstand hat mir dann alle möglichen Horrorszenarien entwickelt, dass ich das halt nicht kriege. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt in meinem Alltag nicht noch ein Ego hätte und nicht noch ein Ich hätte und manche Sachen oder Sachen, nicht manche Sachen, das nicht als mein empfinde, aber die Intensität, die hat deutlich abgenommen. Und ich reagiere auf viele Sachen, auf die ich, wenn ich vorher, und das ist ja auch das, was ich sage, mein Leben ist leichter, einfacher und glücklicher geworden. Das heißt aber nicht zwingend, dass jetzt das Universum oder wer auch immer mir andauernd irgendwelche Schokoladenbrötchen hinlegt. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass ich genau das gleiche Programm bekomme, aber ich habe mich verändert. Und das heißt nicht, dass ich kein Glück und keine Freude, keine Ekstase, keine Zufriedenheit, keine Gelassenheit erleben darf. Ne? Mein Leben darf voller Glück sein. Ich darf in die Fülle gehen. In die Fülle. Fülle. Hölle. Gibt auch eine nette Geschichte dazu, die erzähle ich vielleicht ein andermal. Nein, es ist nicht Askese. Wozu auch? Und da heißt es immer, ja, okay, wenn du spirituell bist, dann darfst du nichts haben. Du musst ein einfaches Leben führen. Absolut nichts gegen einfaches Leben. Finde ich sogar erstrebenswert. Diesen ganzen Überfluss, der hier angehäuft wird, der nachher letztendlich in der Mülltonne landet, das finde ich den absoluten Wahnsinn. Aber ich nehme halt auch die andere Seite mit. Und diese Erkenntnis kam letztendlich auch vor
oder viel später, das ist ja das Interessante, ich habe die ganze Zeit irgendwie 'n Käse gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum ich das mache. Ich habe keine Zusammenhänge gesehen. Ich wollte es letztendlich nicht verstehen, habe gar nicht den Versuch unternommen, sondern habe einfach es passieren lassen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Qualitäten, die man durch diesen Prozess lernt. Es einfach passieren zu lassen, die Kontrolle loszulassen, sich hinzugeben, Hingabe. Ich meine, wenn man jetzt Jesus anschaut und wenn die Geschichten stimmen mögen, was ist das für eine totale Hingabe, sich ans Kreuz nageln zu lassen? Und ich bin der festen Überzeugung, er hätte jede Möglichkeit gehabt, es zu vermeiden. Er hat es aber nicht getan. Letztendlich war es, glaube ich, bei Maharashi auch so. Der hatte zum Schluss, also das ist jetzt so ein Halbwissen, aber ich meinte, der hat Krebs gehabt und einer Schüler hat ihn dann gefragt, du bist erleuchtet, dir steht alles zur Verfügung, warum heilst du deinen Körper nicht? Und jetzt nur grob sinnmäßig hat er gesagt, wozu? Ich habe mein Leben lang, ja, ich weiß nicht, ob er losgelassen hat oder wie gesagt, ich habe seine Bücher nicht gelesen, aber was für ein Wahnsinn, dann im letzten Augenblick wieder den Schritt zurückzudrehen und in diese Manipulation zu gehen. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt, weil ich das Gefühl habe, dass das Bewusstsein eine Macht hat, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen. Aber das Interessante ist immer, diejenigen, die nachher das ihr ganzes Leben verkörpern und manifestieren, die benutzen die Macht nicht. Und darin liegt auch so eine gewisse Gefahr, die ich manchmal sehe, weil das ist natürlich ein sehr starker, korrumpierender, potenzieller, ja, wie soll ich sagen, ich nenne jetzt mal Möglichkeit. Aber genau das ist ja dann wieder der Einstieg in die Dualität. Ne? Macht heißt ja, außer ich habe sie nur und benutze nicht, heißt es ja Einfluss zu nehmen, bewusste Veränderungen wieder vorzunehmen. Und das heißt ja, wenn ich bewusste Veränderungen vornehme, dass mir das, was ich gerade habe, nicht passt und ich möchte woanders hin. Von hier nach da. Und das macht ja keinen Sinn. Weil ich bin ja die ganze Zeit, und das ist ja die gnadenlos göttliche und positive Botschaft, ihr müsst nirgendwo hin. Ihr seid schon da. Und ihr braucht von außen überhaupt nichts. Okay, hört mir jetzt zu, ich bin im Außen. Und wie gesagt, am Anfang braucht man einfach einen Lehrer. Und ich habe ja auch Lehrer gehabt. Und ich denke aber, okay, ich habe jetzt 38 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen. Aber letztendlich war es meine Aufgabe, einen gewissen Teil der, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit, für euch zu leisten, damit es bei euch schneller geht. Aber das funktioniert nur, wenn ihr zum einen mir einen Vertrauensvorschuss gebt und wenn ihr mir hier, also ich zeige jetzt mal, ihr müsst halt auf meine Brust zeigen, hier, aber ich kann auch hier, wenn ihr mir hier folgt. Und das geht nur über das Gefühl. Und der Verstand, der bringt euch keinen Schritt weiter. Und ich habe ja die Sachen auch nie verstanden. Ich habe das aber einfach akzeptiert und bin dann nicht in diesen Verstehenswahnsinn gegangen. Oh, okay. Ich habe natürlich auch, Augenblick, ich habe natürlich auch zwei Bücher. Ich weiß nicht, von Maharaji habe ich vielleicht sogar noch ein drittes. Ja, ich habe sogar noch ein drittes. Also ich habe, ne, aber wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Aber dass man dann sagt, oh, da musst du noch dieses Buch lesen und jenes Buch musst du auch noch lesen und dann gibt es hier noch einen Workshop. Ich nenne das immer Esoterik-Hopping. Wie gesagt, da habe ich das große Glück gehabt, dass ich so einen stumpfen spirituellen Geist habe, der von einer so stoischen Sturheit ist und der es mir letztendlich ermöglicht hat, weil er sich so immer mehr zurückgenommen hat, dass die Weisheit, die in jedem von uns sitzt, die jeder von uns als göttliches Geschenk besitzt, dass diese Weisheit die Möglichkeit gefunden hatte,
letztendlich sich selber wieder zu spüren. Darum geht's. Und wenn ich dieses Stück Weisheit spüre, weil dieses göttliche Geschenk nie die Verbindung zum Göttlichen verloren hat, dann habe ich auch die Chance, das Göttliche zu spüren. Und das ist mir passiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Abend im Göttlichen schwebe. Das passiert, wenn es passiert. Und wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Ich habe natürlich schon ab und zu, weil dieses Gefühl, wie gesagt, es ist unbeschreiblich. Es hat mich jedes Mal aus den Socken gehauen. Ich war vollkommen geflasht. Und dann kam natürlich danach, und das ist ja das, was ich meine, diese innere Stimme, die mich dann anleitet, die spürt das. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, oh, das möchte ich aber gern nochmal haben. Und da war es das Ich. Und als ich das gespürt habe, war mir klar, dass ich das genau so loslassen muss. Diese grenzenlos ekstatischen Erfahrungen, die sind auch loszulassen. Und das ist letztendlich das, was ich gemacht habe. Ich habe die Kerze an, mal gucken, ob die gleich hoch sind. Ich habe die Kerze an beiden Enden angezündet. Ich habe das Licht gespürt. Jetzt muss ich gucken, das ist, glaube ich, spiegelverkehrt. Okay, das ist der andere. Ich habe aber auch die Dunkelheit gespürt. Und das ist ja wieder die Dualität. Licht, das ist witzig, das ist immer der andere Finger. Ich habe beides gespürt. Und das ist ja die Dualität. Wenn man nur sagt, oh, nur das Licht, dann bleibe ich in der Dualität. Wenn man sagt, okay, ich kümmere mich nur um meine Konflikte, Trauma, ich gucke nur auf die Dunkelheit und lasse die los, dann komme ich nicht zum Licht. Aber letztendlich ist es jenseits des Lichtes. Und das versteht der Verstand wieder nicht. Äh, Was ist denn jenseits von Licht und Schatten? Wie soll das denn funktionieren? Und das habe ich aber alles, das ist passiert. Oh, jetzt stehen sie schräg. Das ist ein bisschen irritiert, weil das kriege ich jetzt nicht hin, weil das von mir seitenverkehrt ist. Ja, ich habe die Kerze an beiden Enden angezündet, ohne es zu wissen, ohne es zu verstehen. Es ist einfach passiert. Und das führt die Dualität dann zusammen. Und das Selbst oder The Oneness, das allumfassende Bewusstsein, ist jenseits von Licht und Schatten. Und das kann man einfach nicht beschreiben. Und das ist dann passiert, oder das passiert immer noch. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Weil ich nichts kontrolliere, weiß ich auch nicht, wie der Prozess sich verändert. Der Prozess bin immer so technisch, aber ich lasse es einfach passieren. Und ich nehme euch mit, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, da habe ich nach wie vor so eine Irritation, weil ich spüre den Impuls, das mitzuteilen, zu lehren, aber ich habe natürlich auch den Impuls, einfach nur in die Stille zu gehen und bei mir zu sein. Und deshalb lasse ich das natürlich auch los. Und deshalb lege ich auch überhaupt keinen Wert auf diesen sozialen Rausch, der da stattfindet mit Kommentaren und Antworten und Fragen. Und natürlich werde ich Fragen beantworten irgendwann, wenn ihr Fragen habt, in einer Form, die sich mir dann offenbaren wird. Aber da lege ich eigentlich keinen Wert drauf auf auf diesen Social Media Wahnsinn. Und deshalb habe ich bei YouTube auch die Kommentare ausgeschaltet, weil ich gar nicht erst in Versuchung kommen möchte, da was zu lesen, dann zu reagieren. Ne, ich möchte keinen überzeugen. Ich akzeptiere vollkommen, und es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, was für ein Bullshit erzählt ihr da? Sag ich, wunderbar. Zieht weiter.
Findet euren spirituellen Lehrer, der zu euch passt, bei dem ihr Mitgefühl und Liebe spürt, der authentisch ist. Das dritte habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ah ja, der sich nicht über euch stellt, genau. Das Bedürfnis habe ich natürlich ab und zu nicht. Im Gegenteil, das macht, ja, macht mir keine Probleme, aber wie gesagt, ich lasse das einfach los und dann lasse ich passieren, was passiert. Und wenn Interesse da ist, dann bin ich gern bereit, da mitzugehen. Aber es ist genauso schön, wenn kein Interesse da ist und ich einfach wieder verschwinden kann. Dann habe ich den Impuls, den ich gespürt habe, nämlich das Teilen, dem habe ich nachgegeben und habe das zugelassen und dann ist halt nichts passiert. Da habe ich die paar Videos gedreht. Das ist übrigens für mich auch eine Form von Loslassen, weil das schwirrte natürlich schon in mir rum. Und in dem Augenblick, wo ich das Video gemacht habe, ist es weg. Das ist Vergangenheit. Und das Geniale ist, ich weiß am nächsten Tag noch nicht mehr oder kaum noch, was ich gesagt habe. Ich habe mir auch die Videos nicht mehr angeschaut. Okay, ich habe kurz kontrolliert, ob da ein Ton ist, weil ich ja manchmal auch so ein bisschen hier mit der Technik kämpfe. Aber ich habe mir die noch nicht mal mehr angehört. Und das werde ich auch nicht machen. Also, okay, kurzer Soundcheck mache ich, weil es wäre ja peinlich, wenn ich da, weiß ich gar nicht, wie viele Minuten jetzt habe. Oh, jetzt habe ich schon über eine Stunde gequatscht. Und dann hört ihr nichts. Das wäre natürlich dämlich. Ja, das war im Großen und Ganzen das. Okay, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel über das Loslassen erzählt, aber es ist wirklich einfach. Und so wie ich es betreibe, ist es noch viel, okay, das ist jetzt wieder der Verstand, der sagt jetzt viel einfacher als beim Held Roskin. Der Verstand liebt die Adjektive. Ja, das ist ja auch das, womit er lebt, mit dem Urteilen, mit dem Einordnen, mit dem Hierarchisieren. Äh, Das sind die Werkzeuge des Verstandes und die bringen euch nirgendwo hin. Und genauso ist es jetzt. Deshalb war ja dieses Vipassana-Seminar oder Retreat so genial, weil das im Schweigen stattgefunden hat. Und das hat den Verstand halt daran gehindert, da konnte er nicht urteilen. Ja, natürlich hab ich es auch versucht, indem ich geguckt habe, was machen die anderen, wie geht es den anderen. Oh, der sieht aber nicht so gut aus. Der sieht aber ziemlich gestresst aus. Aber er war halt reduziert. Ne? Und das hat sich dann am letzten Tag gezeigt, als das Schweigen gebrochen wurde. Da rauschte natürlich die Verstände in Ekstase. Das Vergleichen ist losgegangen. Äh, aber da war der Prozess ja auch schon ein Ende. Und das ist halt, ja, wie gesagt, was ich hier anbiete, ist nicht Instant Meditation to go, Erleuchtung in 10 Sekunden. Für mich war das ein 38 Jahre langes Projekt und ich denke mal, dass ich das mein Leben lang weiter betreiben werde und hoffe, dass, falls ich wiedergeboren werde, dass mir das wieder dann in den Schoß fällt. Und das ist ja letztendlich passiert. Es ist mir in den Schoß gefallen, weil ich mich zurückgenommen habe, weil ich nichts mehr gemacht habe. Ich war so gesättigt, wobei es erstaunlich, dass ich gesättigt war, weil ich habe ja so gut wie spirituell kaum eine Mahlzeit zu mir genommen. Also die paar Sachen, die ich gemacht habe, und das ist halt auch das, was ich euch rate, oder was mich immer so an diesen japanischen Meistern fasziniert hat, ob das jetzt Origami oder Blumenbinden oder Schwertkampf oder Zen-Meditation war, die haben ihr ganzes Leben einer Sache hingegeben. Hingabe. Das ist das, was notwendig ist. Und dazu gehört eine gewisse Entschlossenheit, am Ball zu bleiben. Und das habe ich einfach gemacht. Warum auch immer. Und ich denke letztendlich, jetzt verstehe ich, warum ich am Ball geblieben bin, weil mein Selbst anscheinend die ganze Zeit so von innen geklopft hat und hat gesagt, geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter. Und ich habe das einfach gemacht. Ich habe es nie in Frage gestellt. Verstehen tue ich das immer noch nicht, weil ich habe ja schon 15 Jahre meditiert und das war jetzt nicht so der Burner, wo ich gesagt habe, jetzt hast du aber hier den Wahnsinnsbenefit. Ne? So, das war es jetzt für heute.
Mein nächstes Thema wird mein Lieblingssparringpartner sein, nämlich der Verstand. Da werde ich mal mein Verständnis vom Verstand euren Verständen mitteilen. Dann unterhalten sich die Verstände, die letztendlich nichts verstehen und die eigentlich bei der ganzen Sache nichts zu suchen haben, aber das ist halt das Problem der Dualität. Letztendlich muss man erstmal den Verstand adressieren, dass ihr euch auf den Weg machen könnt. Das wird dem einen oder anderen leichter fallen, dem anderen wird es schwerer fallen, aber alles, was zählt, ist nicht, wo ihr seid, sondern dass ihr auf dem Weg seid. Und dann gibt es keine Hierarchie, das ist vollkommen belanglos. Ja? Wie gesagt, es gibt keinen Masterschüler ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades mit der Übergabe des Masterschüler-Banners oder wie auch immer. Das ist alles Bullshit. Und das ist wieder das Hauptproblem. Ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, ich meine, ich bin hier tierisch am Schwafeln. Die Spiritualität endet in dem Augenblick, wo ein Gebäude gebaut wird, wo eine Kirche gebaut wird, wo ein Tempel gebaut wird. Dann geht das Menscheln los und dann eskalieren die Verstände. Und deshalb hat Jesus nicht umsonst die Pharisäer aus dem Tempel gejagt. Wenn ich unsere Kirchen mal anschaue, speziell die katholische Kirche, wo finde ich denn noch Spiritualität? Das ist mein Empfinden. Ich bin ja nicht in der katholischen Kirche, ich bin nicht in allen möglichen, was weiß ich, Arbeitsgruppen oder sonst was. Aber das, was ich erlebe im Augenblick, was hat denn Jesus gemacht? Er hat alle umarmt. Egal, was die gemacht haben. Was macht die Kirche jetzt? Diejenigen, die ihr nicht nach ihren Leitlinien in den Kram passen, die werden ausgestoßen. Wenn ich höre, dass die katholische Kirche vorher jemanden, der sich aus Verzweiflung das Leben genommen hat, der wurde nicht begraben auf dem Friedhof. Wo ist denn da die Liebe? Wo ist da das Mitgefühl? Und die evangelische Kirche ist nicht wesentlich besser. Die hat nur den Vorteil, die hat ein paar weniger Jahrhunderte Zeit gehabt, korrumpiert zu werden, ist aber auch im Augenblick auf dem besten Weg dahin. Und das braucht ihr alles nicht. Ne? Ihr braucht nichts von außen, außer vielleicht einen kleinen Schubs. Die Erkenntnis, dass es was gibt, was euch leichter macht, was euch befreit. Und das biete ich mit meiner Erfahrung euch an. Bei mir hat es funktioniert und bei euch wird es auch funktionieren. So ist es. Bis zum nächsten Video, wenn es denn irgendeinen gibt, der die anschaut. Ansonsten seht ihr ja, ich habe auch Spaß mit mir selber. Wie gesagt, ich lache viel und wenn ihr hier am Ball bleibt, werden wir auch zusammen viel zu lachen haben. Ich nehme mich überhaupt nicht mehr ernst. Das ist die beste Voraussetzung, sich nicht mehr ernst zu nehmen. Das macht das Leben leichter. Bis zum nächsten Mal.